Einen wunderschönen, liebe Freunde, und willkommen zurück beim Foreign Trails Blog. Heute mit meinem Beitrag oder meiner ersten Runde in der Ever Rally, der Everride Rally. Was das ist, werde ich gleich während der Tour drauf eingehen. Everride, das ist ein ziemlich großer Motorradblogger und Videomacher aus den USA, aus Utah, glaube ich. Und der hatte dazu aufgerufen, in der sogenannten Ever Rally einfach andere YouTuber zwischen den YouTubern der Dual Sport Community so einen kleinen Wettbewerb ausgerufen, sagen wir mal, dass man sich einfach einen Trail aussucht, den man gerne fährt. Wow, shit! Bisschen ausgewaschen als beim letzten Mal. Also dazu aufgerufen, im Endeffekt Dual Sport begeisterte YouTuber ihren Lieblingstrack einmal am Anfang der Saison langfahren. Wow, shit! Das ist hier ein bisschen krasser, als ich es in Erinnerung habe. Einmal am Anfang der Saison und einmal am Ende der Saison aufzunehmen, um so ein bisschen den Fortschritt zu dokumentieren. Das Ganze soll nicht wirklich. Ja, das war es dann aber auch mit Uphill und Downhill, glaube ich. Das Ganze soll nicht wirklich ein Rennen sein, sondern einfach nur gemütlich die Trails fahren. Natürlich schon etwas sportlich, aber jetzt nicht abartig heizen. Gemütlich einfach einen Lieblingstrail fahren. Einmal am Anfang der Saison aufnehmen, einmal am Ende. Mal gucken, ob man sich zeitlich irgendwie ein bisschen verbessert hat. Einfach so ein bisschen den Fortschritt zu dokumentieren, den man gemacht hat. Ich habe mir dafür das Wadi Helo ausgesucht. Wadi in der Region Fujairah, wo wir so oft sind. Ich würde es jetzt nicht als einen Lieblingstrail bezeichnen. Ich war hier erst einmal. Aber ich hatte es relativ verhältnismäßig kurz in Erinnerung. Und von daher sollte es gut in 5 bis 10 Minuten Video passen. Was Everride nicht weiß, ist, dass das mit Anfang und Ende der Saison in Amerika sich nicht ganz mit hier unten deckt. Hier fängt jetzt der Sommer an. Wir haben mittlerweile schon über 40 Grad. Das heißt, eigentlich haben alle Leute ihre Motorräder hier schon geparkt. Nur so ein paar Bekloppte wie ich sind noch am Fahren. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, wie viel ich mich verbessern werde. Dazu kommt, dass ich, wie ich es in einem anderen Video, das ich vermutlich schon hochgeladen habe, ich weiß es noch nicht, ob es bis dahin schon da sein wird, wie ich da gesagt habe, seitdem das ist schwierig. Seitdem ich Felix verloren habe, nicht mehr wirklich gefahren bin und außerdem mich immer noch ein bisschen wackelig auf den Beinen fühle. Und dementsprechend vermutlich momentan eher sehr defensiv sein wird. Aber trotzdem, ich
wollte einfach mal wieder raus aus Dubai, wollte ein bisschen fahren und dachte, ich fand die Idee einfach geil, da mal so ein bisschen seine Community ein bisschen mitwirken zu lassen. Oh. Ja, für jeden, der den Everride noch nicht kennt und der auf Motorrad- und Dual-Sport-Content steht, kann ich den Kanal nur empfehlen. Das sind richtig qualitativ geile Videos. Ich kann auch nicht verneinen, dass er so ein bisschen mein Vorbild ist. Aber auf jeden Fall geile Videos, die er raushaut. Extrem hochwertiger Content. Dafür, dass er das wirklich mit einem extrem geringen Budget macht, mittlerweile hauptberuflich. Aber kommt trotzdem nur gerade so über die Runden. Also zumindest was er erzählt. Aber ich finde es ziemlich beeindruckend, was er da auf die Beine, also was er generell mit seinem Kanal auf die Beine gestellt hat. Und wie er einfach sein Hobby zum Beruf gemacht hat. Da kann man nur neidisch sein. Auch wenn es auch damit wahrscheinlich ist, wie mit allem anderen, sobald man dann mal sein Hobby zum Beruf gemacht hat, war bei mir in der IT ähnlich. Sand. Mehr Sand. War bei mir in der IT ähnlich. Sobald man mal sein Hobby zum Beruf gemacht hat, fängt es halt auch an stressig zu werden und dann macht es auch nicht immer Spaß, aber trotzdem glaube ich, hatte noch extrem viel Bock dabei und auf jeden Fall bin ich neidisch. Puh. War die Helo hier, ist, so wie ich es von letztem Mal in Erinnerung hatte, eine ziemlich geile Mischung aus normalen Wadi, felsigen Trails, bisschen Sand, tricky, aber nicht zu schwer, von daher meiner Meinung nach ideales Dual-Sport-Umfeld. Aber ich merke schon, der Sommer kommt in Dubai. Ich bin heute Morgen um 5 aufgestanden. Nur um fahren zu gehen. Wir haben jetzt, ich glaube 8, vielleicht halb 9. Ich würde sagen, wir sind schon knapp an den 40 Grad. Von daher, sobald das hier durch ist, werde ich mich auch ganz schnell auf den Weg nach Hause machen. Eine Runde in den Pool springen und dann war es auch wieder mit dem kurzen Zeitfenster, das man hier im Sommer hat, in dem man so ein bisschen Aktivitäten draußen machen kann, wenn man sich nicht völlig verausgaben will. Letztes Mal waren wir hier mit Touratech Middle East in der Gruppe primär BMW GS und
und Yamaha. Tenerés und Super Tenerés. Und die Kollegen hatten hier ziemlich zu kämpfen. Es ist extrem viel zu Bruch gegangen und wir haben schon drüber gescherzt, ob das gegebenenfalls eine Marketingstrategie von Touratech ist. Aber, ja. Naja. Ich habe mir noch überlegt, nimmst du die Route? Nein, ich hatte nämlich irgendwie war mir noch was mit der Stelle hier, dass es da ziemlich kiesig ist. Aber was soll's. Bei gelebt noch. Ausgezeichnet. Ja. Zählt das jetzt in die Zeit rein? Man weiß es nicht. Vielleicht schneide ich es einfach gepflegt raus. Nee. Ja, wir hatten schon Späße drüber gemacht, ob das eine Marketingstrategie von Touratech ist, die Leute auf so beschissene Trails zu schleppen, um ihnen danach die Teile neu anzudrehen, die kaputt gegangen sind. Nee, aber das, ich meine, dafür sind die Bikes ja auch gebaut und dafür kauft man sie idealerweise auch. Dass dann ab und zu mal ein bisschen Blechschaden gibt, ist, glaube ich, ganz normal. Ich hatte heute übrigens auch schon meinen kleinen Blechschaden. Ich habe auf dem Weg hierher mein Topcase verloren. Das Touratech übrigens Luggage Rack hat den unglaublichen Vibrationen vom KTM Einzylinder nichts entgegensetzen können. Ja, dann gucken, was ich da als Replacement finde. Gott sei Dank habe ich das Topcase wieder gefunden, da war nämlich noch eine ziemlich gute Kamera drin. Aber ich habe es gemerkt, dass es weg ist, umgedreht und ich glaube 2 oder 3 Kilometer zurück lag das Ganze auf der Straße oder auf dem Trail. Also es ist nicht so, dass es auf völlig normaler Straße abgebrochen wäre, war so ähnliches Terrain wie hier. Wenn es auf einer normalen Straße auseinandergefallen wäre, das wäre übel. Das Ding ist, das Zubehör, das man für das Bike kriegt, ist halt nicht unbedingt fernreiseorientiert. Weil das Bike auch nicht direkt fernreiseorientiert ist. Von daher sei es ihm vergönnt. Aber ich nehme an, ich werde mir hier sind Handwerker so günstig, ich werde mir einfach selber eins zusammenschweißen lassen. Aus ordentlichem Vierkant und nicht einfach nur ein Stück Blech, was das Touratech leider ist. Gegenverkehr? Kommt man da hin? Jetzt pausieren wir hier dann mal an der Stelle.
Das ist auch mit ein Grund, warum es hier so viele Wege in die Richtung einfach geschotterte Wege gibt. Hier ist halt einfach nicht wie in Europa alles asphaltiert. Da am Ende von den Wadis hat es in der Regel Kamel, Ziegenfarmen etc. Die werden hier mit dem Nötigsten versorgt. Das war vermutlich Wasser. Gerade hier im Sommer das bisschen Wasser, was aus den Bergen kommt, das reicht definitiv nicht, um hier dauerhaft zu überleben. So, und damit haben wir den Teer erreicht. Und das läutet dann auch das Ende vom heutigen Video ein. Bin mal gespannt, was es für eine Zeit gibt. Bin mir immer noch nicht sicher, wie ich den Crash werten soll. Vermutlich Zeit einfach weiterlaufen lassen, aber Everride, falls du das hier irgendwann siehst, kannst du dir mal einen Kommentar dazu abgeben, was man in so einem Fall machen soll. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr davon wollt, abonniert unseren Kanal, meinen Kanal. Ja, in diesem Sinne, allzeit gute Fahrt und bis zum nächsten Mal.